Ja, hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal, liebe Freundinnen und Freunde der krautigen Clouds. Mein Name ist Christoph von Vapors Krautcloud. Ihr Lieben, wer meinen Kanal hier schon von Anfang an auf dem Schirm hat, dem wird aufgefallen sein, dass seit der allerersten Folge dieser quietschbunte Kräuterrahmen hier meine Show ziert. Nun, was war mein ursprünglicher Gedanke dahinter? Fast allen hier auf dem Kanal frönen ja, wie auch ich, dem gleichen Lieblingskraut, welches wir gerne in schmackhafte und geistreiche Wolken verwandeln. Viele von euch tun es, weil es euch in eurer Freizeit irgendetwas gibt, aber auch ganz viele, die hier zuschauen, tun dies aus medizinischen Gründen, um ihr Leben überhaupt wieder lebenswert zu machen. Aber allen, die hier zuschauen, ist doch gemein, dass sie sich irgendwann einmal Gedanken gemacht haben, wie man Kräuter rauchfrei einnehmen kann. Und so seid ihr dann auf die Möglichkeit des Vaporisierens gestoßen. Beim Vaporisieren haben wir es wissenschaftlich gesehen mit dem Verfahren der Phytoinhalation zu tun. Nun hören aber die Möglichkeiten dieser Applikationsmethode lange nicht bei unserem guten alten Bubatz auf. Im Gegenteil, ich möchte sogar sagen, dass Hanf nur die Spitze des Eisberges darstellt. Schließlich ist der ja auch nur ein Heilkraut unter vielen, wie unsere Spezies ja eigentlich schon seit Hildegard von Bingen auf dem Schirm haben sollte. Im Regelfall werden Heilkräuter meist oral eingenommen oder kommen in Form von Tinkturen äußerlich zur Anwendung. Aber bleiben wir hier zunächst einmal bei der oralen Aufnahme. Am Beispiel des Tees möchte ich euch gerne einmal etwas verdeutlichen. Zunächst einmal kochen wir hier das Pflanzenmaterial bei 100 Grad Celsius. Und jeder hier von uns weiß doch, dass es so einige Wirkstoffe in Pflanzen gibt, die sich erst bei wesentlich höheren Temperaturen lösen. Als nächstes binden oder lösen sich nicht alle Pflanzenwirkstoffe an und im Wasser. Auch von diesem Phänomen wissen wir erfahrenen Hanfmenschen doch ein Lied zu singen, oder? Dann wissen wir Eingeschworenen doch auch alle, dass ein und dasselbe Kraut komplett anders wirken kann, wenn es über den langen Weg durch den Verdauungstrakt in die Blutbahn finden muss, anstelle direkt über die Inhalation an die Rezeptoren zu gelangen. Nun, warum erzähle ich euch das alles? Ich habe schon immer ein riesengroßes Potenzial in der generellen Applikation von Heilkräutern durch Vaporizern gesehen. Und in meiner Urkanalplanung, in der Zeit, als ich diesen Kräuterrahmen hier gebastelt habe, hatte ich auch tatsächlich noch vor, eine Rubrik auf diesem Kanal zu machen, die sich mit Heilkräutern befasst. Nun ist es bei mir so, dass ich in meinem Leben oft Kräuterkundige angezogen habe und so durchaus auch einen groben Überblick über diese Thematik habe. Aber ein grober Überblick ist nun wirklich keine gute Voraussetzung, um Qualitätscontent zu liefern. Zumindest nicht in meinem Verständnis. Und so hatte ich diesen Bereich für mich auch komplett ad acta gelegt. Was mich bei diesem Thema aber schon lange wundert ist, dass sich dem niemand so richtig widmen mochte. Selbst die Fachliteratur ist hier so dünn wie die Betriebsanleitung von einem Dynaweb. Und da komme ich denn zum eigentlichen Punkt dieses Videos. Mein YouTube-Algorithmus hatte mir vor kurzer Zeit erst einen Kanal gezeigt, wo ich denn wirklich gestaunt habe und den ich euch allerwärmstens ans Herz legen möchte. Das hier ist Miriam, aka Löwenohr.
Miriam betreibt den Kanal Heilpflanzen verdampfen und liefert hier absoluten Qualitätscontent ab. Bei ihr erfahrt ihr alles über Heilkräuter, die sich zum Vaporisieren eignen. Sie geht in ihren Videos auf die Aufzucht ein, erklärt alles rund um die Ernte und Lagerung. Indikationen zur Anwendung werden besprochen, auch Wirkstoffe und deren Effekte auf den Organismus. Und alles andere, was es sonst noch um irgendein Kraut Wissenswertes gibt, das erfahrt ihr auch noch von ihr on top. Meinerseits geht hier ganz dicker Respekt an die Art raus, wie Miriam an ihre Videos rangeht. Wenn man eines ihrer Videos angeschaut hat, dann hat man auf sehr angenehme Weise mächtig was gelernt. Und sind wir doch mal ganz ehrlich, was haben wir nicht schon alles medizinisch oder auch alternativmedizinisch ausgetestet? Und wie viel Geld haben wir da schon gelassen? Ein Bund Kräuter kostet in Relation zu anderen Heilmitteln nichts. Oder man kann es sogar im eigenen Garten, Balkon oder je nachdem sogar auf dem Fensterbrett anbauen. Ich selbst habe beim Durchstöbern von Miriams Kanal gestaunt, welches Kraut nicht alles für was gut ist. Und auch ich werde mich jetzt erstmal quer durch den Garten paffen hier. Und wenn du hier gerade zuschaust, dann hast du doch eh schon das benötigte Gerät am Start. Also warum dem Ganzen nicht mal eine Chance geben? So schaut euch doch bitte Miriams Kanal einmal an und lasst ihr vielleicht sogar ein Abo da. Sie wird sich sicher freuen und ihr habt einen weiteren Kanal mit Qualitäts-Vape-Content der anderen Art am Start. Den Link zum Kanal poste ich euch unten in der Infobox und in den Kommentaren. Und lasst mich doch gerne unter dem Video einmal wissen, ob ihr daran interessiert seid, dass ich mal ein Video mache mit verschiedenen Geräten, die sich besonders für Neulinge zum Vaporisieren von Heilkräutern eignen. Wir könnten aber auch ein Video machen, in dem wir einmal darauf schauen, wie wir auch mit mechanischen Vaporizern ein sehr gutes Gefühl für die richtigen Temperaturen für Heilkräuter entwickeln können. Denn für erfahrene Vaponauten bedarf es nicht unbedingt ein Gerät mit gradgenauer Einstellung, um alle möglichen Heilkräuter effizient verdampfen zu können. Falls da bei euch Bedarf ist, schreibt mir das doch auch bitte einfach unten rein. Ihr Lieben, noch kurz als kleine Vorschau, was euch hier in näherer Zukunft auf meinem Kanal erwartet. Gerade befindet sich ein wunderbares Gerät zu Review-Zwecken auf dem Weg zu mir, wo ich gerne wieder eine größere Serie zu machen möchte. Ein Teil, wo ich mich riesig drüber freue, da wir es hier mit einem Vape zu tun haben, der mich tatsächlich schon seit 13 Jahren ständig begleitet. Zuvor werde ich aber an einem 1000 Abo-Special für euch basteln. Zu dem Anlass soll es denn doch mal etwas Besonderes hier geben. Und wie ich es habe läuten hören, spendieren die Lieben von Verdampft Normal einen Angus zum Jubiläum, den ich dann für euch hier raushaue. Apropos Verdampft Nochmal. Auch Verdampft Nochmal hat eine breite Palette an Heilkräutern im Angebot. Alle dort angebotenen Kräuter kommen ready to vape in feinster Bio-Qualität daher und sind gesunde Leckerschmecker. Und wenn euch gefällt, was ich hier mache, könnt ihr mich mit eurem Einkauf bei Verdampft Normal unterstützen, indem ihr über den Link in meiner Videobeschreibung und dann über den dicken grünen Button auf meiner Homepage bestellt. Dann bekomme ich etwas von eurem Einkauf ab, ohne dass es euch auch nur einen einzigen Cent mehr kostet. Da bedanke ich mich ganz recht herzlich für euren Support. Und nun bedanke ich mich auch wieder einmal recht herzlich fürs Zuschauen. Ich wünsche euch alles Liebe und
allzeit genug Kraut für eure Clouds. Ciao! The sun will shine on Vapors Crowd Clouds, the sun will shine. Vaping Crowd Clouds, smart vape designs, healthy bath in modern times, make you feel fine. The sun will shine.